Ja, hallo Leute und willkommen zum neuen Projekt von mir. Und zwar, wir spielen Conundrum. Ja, dieses Spiel ist heute neu rausgekommen und ich habe gedacht, das möchte ich doch mal gern LPen. Das ist so eine Art Portal, nur halt ein bisschen anders. Ich habe schon mal reingeguckt, eine Probe gemacht, es lief reibungslos und wir werden natürlich mal von vorne anfangen, denn ihr wollt sicherlich auch wissen, wie das überhaupt hier anfängt. Deswegen, genug Geschnacks und wir starten das Game. Once upon a time. That's how these things usually start, yes? A sister took pity on her brilliant, prolific, and incredible brother. She had somehow gotten it in her head that he might be lonely, or at least that's what she claims. And so, on a perfectly fine, productive Friday afternoon, the sister picked up her son from the Elwood Academy for Boys and dropped the aggravating child off on the brother's doorstep. Now the boy, had visited Quadrangle Manor on a few occasions. Each time was complete with a grand entrance from the brother, who was in fact a professor and inventor with a profound and soaring intellect. With each visit, the inventions he exhibited became more slick and cutting edge. The boy eagerly awaited the revealing of the professor's latest contrivance, but this, the most captivating of visits, started a bit differently. Well, let's see here. If I configure the trans-dimensional velocity regulator at approximately 0.887 microseconds past the... Oh, you're here? I have the most incredible invention to show you this visit. Ja, ich bin hier. Unfortunately, I'm a bit indisposed at the moment. Ja, und so nach diesem netten kleinen Intro fangen wir jetzt auch an dem Punkt an, wo uns wahrscheinlich unsere Mutter rausgeschmissen hat, an der Eingangstür von dieser Villa. Und ja, wie ich schon mal gesagt habe, dass dieses Spiel so eine Art Portal ist, nur halt ohne Portal Gun. If you take your luggage into the foyer, I will join you as soon as I can. Wir können halt interagieren, wir können laufen, ist klar. Wir können springen. Wir können Gegenstände hochheben. Wir können Gegenstände werfen. Und Schalter drücken. Ja. Oh, you confounded machine. Oh, what was that? Ja, das frage ich mich auch gerade. Wackelndes Haus. Weiß nicht. How entirely frustrating. Ah, komm her. Ich brauch dich nochmal. Komm mit. Ich will mein Gepäck. So. Und ja, wie gesagt, das ist eine Art Portal. Nur... Oh, good. There should be a safety release for the door up there somewhere. Now, where on earth did I put that? Wait a minute. Something isn't quite right here. Ich glaube, ich erkläre es gleich nochmal. Oh, no. Ah! Ja, das ist natürlich jetzt... So, hier kriegt ihr jetzt so einen kleinen Einblick, was ich meine mit, was gemeint wird bei dem Spiel eigentlich. Jo. Wait, what just happened? I'm not entirely sure where I Seht am euch mal right now. diese Unordnung an. Ein The security uplink on my Wissen watch Sie still gerne. seems to work, so I can see you and... Noch mehr Hello? Bücher. You can hear me, right? Jump around a bit if you can. Ah! It seems as if I can still tap into the intercom system. Was du nicht sagst, Well, mein Freund. I most certainly can do better than this. Testing. There. Ah, much better. Okay. Now, what in the world are you doing here? Were you supposed to be Das here fragt today? mich auch, was hier... No matter. Well, judging from the current underwhelming amount of light in this room, we're still on backup power. My head is killing me. It seems as though I now possess a rather large epidural hematoma. A bump on the head. Do me and yourself a favor and head to the front hall. There's a way to restart the power grid. Das ist gut. Okay, erstens Tür.
Last I remember, I was in the new technology sector, and then... I don't know. Und die anscheinend nicht. Und... Oha. Ah, doch. So. If you head over to my office over on the left, you should be able to restart the Manor's power grid. Throw that switch Ja, there. wenn wir erstmal den Saft wieder andrehen. Well, that wasn't as effective as I'd hoped. You'll have to reactivate the generators in each sector in order to lift the current lockdown. Just take the glove in the box with you. I wish you could see my facial expression right now, as I am not pleased. So, jetzt wird's interessant, weil jetzt komme ich schon auf so ein Thema zurück. Es ist eine Art Portal, aber auch wiederum nicht. Und zwar, es hat was mit diesem Handschuh zu tun. Mit diesem Handschuh können wir Dimensionen verändern. Also ihr habt es ja gerade eben gesehen, diese Dimensionsschwankungen, die da waren, wo diese Explosion da war. Das sind diese 4 Dimensionen, die wir beeinträchtigen können. I told you to pick what you are holding is an early prototype of the interdimensional shift device, or IDS device for short. It's one piece of my latest invention that should come in handy. Get it? You know, because it's a glove. If you can access the generator at the back of each wing, we might be able to lift the lockdown on the rest of the house. It seems as if the breaker did unlock the blue wing. Well, I suppose you should start there first. So, wir werden gleich die Kostprobe kriegen der ersten Dimension. Das wird uns der großartige Professor gleich nochmal erklären. Ich glaube sogar sehr ausführlich sogar. There's something I must tell you. My latest invention has required me to make a few adjustments to the house since the last time you barged in. I mean, visited. Now, one of the topics that our family has been studying for several generations are rifts, existing between various dimensions. I've been able to develop a power source that will channel enough energy into one of these dimensional rifts that it can be widened enough to travel through. So, das hier sind die Erfindungen, die wir, glaube ich, sogar am Anfangstrailer gesehen haben. Ja, Trailer, Opening Air. Das ist ein Jetpack und das ist diese komische Eisstrahlen-Dings da, Kanone gedöns, die irgendwie sich selber eingefreezed hat. Und eine Vase, die wir einfach mal at random kaputt werfen. Kostet uns ja keinen Cent. The glove controls the power source, which allows you to travel to whichever dimension has rifts in the area. Und der Handschuh ist so episch, There's a painting of the glove you're dass er wearing ein on the eigenes wall. Gerälde hat. Mit Notice Signatur. how it is nice and clean and not completely destroyed by an unqualified 10-year-old. Or are you 12? I can never remember. Oh, großer. Let's make sure that life imitates verdammt. art. Oh, großer Handschuh. Ich bin nicht würdig. Nein, ich bin nicht würdig. Ach ja, ein bisschen Spaß muss sein. Ich meine, You hey, won't have control over the ability to switch dimensions yet. Just be kann patient. ich den Helm da mitnehmen? Natürlich nicht. Zu schwer. Moment. This door is using one of my inventions, the repetitive, periodic, articulating Gruidae. Or a drinking bird. Except that this is far more Ja, advanced. das sind jetzt lustige Schalter, also lustige Gerätschaften, die wir brauchen, um diese Schalter auf dem Tisch zu betätigen. Weil wir ja so viel zu blöd wären, den Schalter so zu betätigen, müssten wir natürlich diesen Vogel auf diesen anderen Tisch ablegen, damit der für uns den Schalter betätigt. Was ja anders nicht möglich wäre. Ah, ich vergaß, er macht eine Wippbewegung. Das ist immer nur für kurze Zeit. Well, because your glove is an early prototype, it has a few limitations in terms of dimension accessibility and the distance it ja. can be from a receptacle in order to function. Also vornehm, schielend und irgendwie entstellt. Oh mein Gott. So. Ein Perspektivwechsel. Ja. Dann mal gucken, was uns hier noch erwarten This wird. is such an early experiment with dimensional shifting, so I decided to have it triggered remotely Ja, with the genau. drinking Jetzt ist bird. interessant. Instead of operating a door,
the bird will trigger a dimensional shift. There's an IDS battery in the machine that will power the dimensions, which in this case is Fluffy Dimension. In addition to Fluffy being embarrassingly adorable, it's also rather useful, because everything is 10 times lighter than normal. So, wie ihr jetzt gerade gesehen habt, durch das Betätigen dieses Schalters und durch diese Batterie können wir die Dimension so verändern, dass alles hier flauschig ist. Dadurch können wir so schwere Gegenstände so hier locker hochheben und auf diesen Schalter betätigen, damit wir weit vorankommen. Im weiteren Verlauf können wir diese Fähigkeit auch selber aktivieren. Zurzeit müssen wir aber leider noch es so machen mit diesem Vogel. Und müssen ein bisschen Schnelligkeit am Tag legen, weil es halt VIP-Schalter ist. So, Let me try that again. You remain constant, so no matter the dimension, your mass, shape, speed, and trying personality remain the same. You should throw that IDS battery into the receptacle mounted on the wall. Wenn wir jetzt zum Beispiel die Batterie da oben reinwerfen müssen, that receptacle will distribute the power source around the room, allowing you to now use your IDS device to switch dimensions at your leisure. Haben wir jetzt diese Fähigkeit permanent. Mit der E-Taste kann ich jetzt wählen in diesem Raum, flauschige Welt oder normale. Und damit werde ich jetzt diesen Tresor auf den anderen Gewichtsschalter setzen, aktivieren und durch diese Tür gehen. As I mentioned, dimensional rifts in the manor are magnified by the stabilizing energy from the IDS receptacle and batteries. This is what enables you to slip between dimensions when you're wearing the IDS glove. So, was ich jetzt sagen würde, bei diesem Punkt würde ich sagen, verabschiede ich mich erstmal und wir werden wissen, was hinter dieser Tür uns noch erwarten wird in der nächsten Folge. Bis dahin und ciao.